Please stay standing for the reading of our sermon text. Bitte bleibt stehen zum Lesen des Predigttextes. We're back in 1 Corinthians. Wir fahren weiter fort im 1. Korintherbrief. And we're in chapter 3, looking at verses 4 through 7. Aus Kapitel 3, die Verse 4 bis 7. Paul writes, "For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not being merely human? What then is Apollos? What is Paul? Servants through whom you believed, as the Lord assigned to each. I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither he who plants nor he who waters is anything, but God who gives the growth." Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber, ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Let's pray. Lass uns beten. Lord, your word is food, Herr, dein Wort ist Nahrung, spiritual food that we need. geistliche Nahrung, die wir brauchen. Would you nourish us now with it, Ernähre uns bitte damit, so that we would gain spiritual strength sodass wir geistlich stärker werden, in order to live for you this week. damit wir in dieser Woche für dich leben können. Amen. Amen. You may be seated. Dürft euch setzen. As many of you know, I grew up on a farm in upstate New York. Wie viele von euch wissen, bin ich aufgewachsen in dem Land, in der Region New York. On Auf a einer farm? Farm, Entschuldigung. A lot of you don't know that there's farms in New York, but there are farms in New York. Viele von euch wissen nicht, dass es Farmen in New York gibt, aber dort gibt es Farmen. And for that reason, I've always loved parables and illustrations in the Bible that have to do with land, animals, crops. Und aus diesem Grund habe ich immer Bibelverse geliebt oder Parabeln oder Bilder, in denen es um Pflanzen, um Tiere oder um Land geht. And Jesus often used these sort of organic illustrations, Und Jesus benutzt oder gebraucht diese organischen Bilder immer wieder. as did the psalmists and the prophets. So wie die, say it again? The psalmist. Die Psalmen und die Propheten. And here's one example from Paul. Und hier ist ein Beispiel von Paulus. He compares the gospel to planting, watering, harvesting. Er vergleicht das Evangelium mit Pflanzen, Wässern und Ernten. And today I just want to meditate on that imagery. Und heute will ich einfach ein bisschen über dieses Bild nachdenken. I found it very helpful, very comforting even. Und ich habe das als sehr hilfreich und als sehr tröstend empfunden. And I'll tell you 5 reasons why. Und ich will euch 5 Gründe nennen, warum. That's my goal today. Das ist heute das Ziel für meine Predigt heute. There's more reasons than that, but we only have time for 5. Es gibt viel mehr Gründe, aber wir haben einfach nur Zeit für 5. And the first reason I find this illustration or this organic language encouraging Und der erste Grund, warum ich diese organische Sprache ermutigend finde, is because it means there are different roles to play in the salvation of a soul. ist, weil es wiedergibt, dass es verschiedene Rollen gibt, die eine Auswirkung oder die notwendig sind bei der Errettung einer Seele. Sometimes we read missionary biographies, or I like to read missionary biographies. Ich mag es zum Beispiel, Biografien von Missionaren zu lesen Or if we hear about our Christian heroes in the past. oder von christlichen Helden in der Vergangenheit zu hören. And it seems like they were such powerful evangelists, Und es macht mir den Eindruck, die waren so kraftvolle Evangelisten, leading to people to Christ every day. haben Menschen jeden Tag zu Christus geführt. At least that's what it seems. Zumindest schien mir das oft so. And Peter preached on one day and 3,000 people came to faith. Petrus predigte an einem Tag und 3000 Menschen kamen zum Glauben. And it makes my life look pretty useless in comparison. Und im Vergleich dazu scheint mein Leben so ziemlich nutzlos zu sein. For the kingdom anyway. Für das Königreich. And I'm thinking about it yourselves. Und denkt mal an euch selber. How many people have you yourself helped lead to Christ? Wie vielen Leuten habt ihr selber geholfen, Christus zu finden? This is my full-time job. Das ist mein Vollzeitjob. I have yet only seen a handful of people make that step
from death to life. Und ich habe nur eine Handvoll Leute gesehen oder aktiv geholfen, in diesem Moment diesen Schritt von Tod zum Leben zu machen. Perhaps you've seen more. Vielleicht habt ihr auch schon mehr Leute gesehen. But it can be discouraging. Aber es kann ziemlich entmutigend To sein. wonder if we're really of any use to the kingdom. Und wir fragen uns, ob wir uns überhaupt irgendwie brauchbar sind für das Königreich. But this passage from Paul encourages me Aber diese Passage von Paulus ermutigt mich, because it describes at least 3 roles that we can play in the salvation of a soul. weil sie mindestens 3 verschiedene Rollen beschreibt, die wir einnehmen können in der Errettung einer Seele. Planting the seed, Einen Samen pflanzen, watering, den Samen wässern and the harvest. und dann die Ernte. All 3 are necessary for the mission. Und alle 3 sind notwendig für die Mission. That encourages me Das ermutigt mich, because I have not seen hundreds of people come to faith. weil ich eben nicht Hunderte von Leuten gesehen habe, wie sie zum Glauben gekommen sind. But I have had the privilege of planting many seeds Aber ich hatte das Privileg, vielen Samen auszusehen and even more to water. und noch viel mehr diesen zu wässern. And the point is that this is also a necessary work. Und der Punkt, den ich machen will, ist, dass das auch eine notwendige Arbeit ist. I've told the story of Alex Adolf many times, so I know you know it. Ich habe die Geschichte von Alex Adolf schon viele Male erzählt, deswegen bin ich mir sicher, er kennt sie. But it's so helpful Aber sie ist so hilfreich. because he's one of the few people who he's someone who always talks about their victories. You know, he's one of the few people I've been there to lead to Christ. So wie einer, der immer von seinen Siegen redet. Es war einer, den ich mit geholfen habe, zu Christus zu bringen. I was there. Ich war dabei. I prayed with him Ich habe mit ihm gebetet and held his hand as he walked across that line from death to life. und habe ihn quasi an der Hand geführt, in dem Moment, wo er diese Linie überschritten hat vom Tod zum Leben. What an honor. Was für eine Ehre. I'll never forget it. Das werde ich niemals vergessen. 2009, we were in the church building not far from here, our very first one. Im Jahr 2009 in dem Gemeinderaum, in dem allerersten Gemeinderaum, gar nicht so weit weg von hier. About 5 or 6 of us in that Bible study. Es waren ungefähr 5 bis 6 Leute in unser Bibelstudium. And suddenly, this 6'8" guy ducks his head down through the doorway with his leather jacket on and a gold chain. Und plötzlich kam dieser über 2 Meter große Mann, musste sich durch die Tür ducken, um reinzukommen mit seiner Lederjacke und mit seiner Goldkette. Very serious expression on his face. Einen sehr ernsten Gesichtsausdruck. And I thought, well, this might be the end. Und ich dachte, wow, das könnte mal ein Ende sein. Martyred in Neuenburg. Gestorben in Neuenburg. And he sat very quietly and listened. Er saß sehr ruhig und hörte zu. And then after the study, he said, Pastor, but in a Russian accent, Pastor, I want to talk to you in the other room. Und dann nach dem Bibelstudium sagt er zu mir in seinem russischen Akzent, Pastor, ich will mit dir im anderen Raum sprechen. And I thought, here we go. Und dann dachte ich, okay, jetzt geht's los. You know, Rob can have my guitar, Ralph can have my computer. Rob kann meine Gitarre haben, Ralf meinen Computer. And I was surprised when he said, Pastor, I've sinned much against God and I want to be forgiven. Und ich war überrascht, als er sagte, Pastor, ich habe viel gegen Gott gesündigt und ich will Vergebung. And then we prayed. Und dann beteten wir. And he gave his life to Christ in that moment. Und er gab in diesem Moment sein Leben Christus. And from that moment on, and you can ask anyone who knows him, he was a changed man. Und von diesem Moment ab, und ihr könnt jeden fragen, die ihn kennen, war er ein veränderter Mann. He lives in America now with his wife, so we don't get to see him, but it was such an honor to be there on that day. Er lebt heute mit seiner Frau in Amerika, also ihr habt jetzt keine Möglichkeit, ihn zu sehen, aber es war für mich so eine Ehre, an diesem Tag mit ihm dabei zu sein. And it's possible, of course, for me at that point to be tempted and to be proud and say, man, I led someone to Christ today. Und es ist natürlich möglich für mich in diesem Moment dann zu sagen, es ist eine Versuchung für mich zu sagen, wow, ich habe eine Person zu Christus geführt heute. But I actually knew that I played the smallest role in his salvation. Aber ich wusste, dass ich eigentlich die kleinste Rolle in seiner Errettung gespielt habe. It was Rob Piscatelli who knew Alex for several years before that. Rob Piscatelli hat Alex schon mehrere Jahre davor gekannt. And shared the gospel with him and invited him to Bible studies over and over. Und hat ihm das Evangelium geteilt und hat ihn immer wieder zu einem Bibelunterricht eingeladen, viele Male. Later I learned that it was his grandmother who had prayed for him every day since he was a baby. Und später habe ich noch erfahren, dass seine Großmutter für ihn jeden Tag betete, seitdem er ein Baby war. And so like Paul says, it was Alex's grandmother who planted the seed. Und so wie Paulus das ausdrückt, war es Alexes
Großmutter, die diesen Samen ausgesät hat. Rob and a few others watered that seed for years. Rob und einige andere haben diesen Samen über Jahre hinweg gegossen. And I had the privilege of just being there when the fruit just fell from the tree. Und ich hatte das Privileg, einfach dabei zu sein, als diese Frucht einfach vom Baum fiel. I did the least. Ich habe das wenigste gemacht. Of course, it was God who had changed his heart. Natürlich war es Gott, der sein Herz geändert hat. But the point is that all those conversations and prayers for years prior, God used on that day to bring to faith. Aber der Punkt ist, dass all diese ganzen Gespräche, die in den Jahren davor stattgefunden hat, dass Gott sie gebraucht hatte, To bring him to faith. um ihn zum Glauben zu bringen. And that's the second lesson I learned from this passage, Und das ist die zweite Sache, die wir lernen wollen von dieser Stelle. which is this. You don't always have to look for the one big conversation. Du musst nicht immer nach dieser einen großen Unterhaltung Ausschau halten, When you're trying to win someone to Christ. wenn du jemanden für Christus gewinnen möchtest. Those are important. Diese großen Gespräche sind wichtig, Really important. sehr wichtig. At some point, people you love have to be confronted with the gospel. An einem Punkt müssen die Leute, die du liebst, mit dem Evangelium konfrontiert werden. But what I learned from Paul is that before that person is even ready to say yes to Jesus, Aber was ich hier von Paulus lernen, ist, dass bevor diese Person überhaupt bereit ist, Ja zu Jesus zu sagen, there have been probably years of planting and watering before that. da müssen wahrscheinlich Jahre von Säen und Wässern vorausgehen. That Christians who have had much smaller conversations about faith and Christ and gospel Und viele Christen, die kleine Gespräche über das Evangelium, über den Glauben oder Christus gehabt haben. You may never have led anyone to Christ. Nun, vielleicht habt ihr nie jemanden zu Christus geführt. But it may be your planting and your watering that God used to lead someone to Christ much later. Aber es kann sein, dass dein Säen oder dein Wässern Gott das benutzt, um jemanden später zum Glauben zu führen. You don't know what a conversation on a plane or a train does 10 years down the road. Du weißt nicht, was eine Unterhaltung im Zug oder im Flugzeug 10 Jahre später bewirkt. I heard an example just this week. Und gerade diese Woche habe ich ein Beispiel gehört. I was watching an interview with Dr. Francis Collins. Und ich schaute mir ein Interview an mit Dr. Francis Collins. He's a cell biologist who became a Christian. He was an atheist, became a Christian. Er ist ein berühmter Zellbiologe, der ein Atheist war und dann ein Christ wurde. And he became a Christian because a woman in the hospital where he was working Und er wurde Christ durch eine Frau in einem Krankenhaus, in dem er arbeitete. she was dying of cancer Sie war dort und starb an Krebs. and asked him a simple question. Und fragte ihm einfach eine einfache Frage. Doctor, I'm about to die. Doktor, ich werde bald sterben. What will happen to you when you die? Was wird mit Ihnen geschehen, wenn Sie sterben? He was sort of shocked at that question. Er war zuerst ein bisschen schockiert von dieser Frage. She told him that she was a Christian and had hope of eternal life. Sie erzählte ihm, dass sie ein Christ war und sie Hoffnung hatte auf ein ewiges Leben. And so it moved him to start researching Christianity Und das bewegte ihn dazu, sich über das Christentum zu informieren, in order to crush it. um dann dieses Christentum zu erledigen. But instead, he ended up giving his life to Christ. Aber letztendlich führt es dazu, dass er sein Leben Christus übergab. And the thing that strikes me about that story is that lady never got to see his conversion. Und die Sache, die mich getroffen hat in dieser Geschichte, ist, dass die Frau niemals die Auswirkungen dieses Gesprächs gesehen hat. But she will see him in eternity. Aber sie wird ihn sehen in Ewigkeit. What an awesome reunion that will be. Was für eine wunderbare Vereinigung das sein wird. And that's so true of many of the people we've shared the gospel with in our lives. Und trifft so zu auf viele Leute, mit denen wir das Evangelium in unserem Leben geteilt haben. We'll never see what God does in their hearts until heaven. Wir werden niemals sehen, was Gott in ihren Herzen tut, bis im Himmel. But can you imagine seeing someone in heaven that you talked to on the train? Aber könnt ihr euch diesen Moment vorstellen, wenn ihr jemanden im Himmel wiedererkennt, mit dem ihr im Zug geredet habt? There will be a lot of tears on that day of joy. An diesem Tag wird es viele Freudenstränen geben. And that leads me to the third lesson, Und das bringt mich zur dritten Lektion, which is this. die folgend ist: Since this is the case, Wenn das zutrifft that we don't know when God will do the heart-changing work in their hearts. und wir nicht wissen, wann Gott diese Herzensveränderung durchführen wird, Therefore, be patient.
Deswegen ist es wichtig, dass wir geduldig sind. Don't give up. Gebt nicht auf. There are some people who we've shared the gospel with 100 times, Es gibt manche Leute, mit denen wir das Evangelium über hunderte Male geteilt haben. and there seems to be zero interest, Und es scheint null Interesse zu geben. zero change. Null Veränderung. And what Paul's words remind me of here Und woran Paulus Worte mich hier erinnern, is just like in farming. erinnert mich ans Bauarbeit. Bauarbeit, danke. Yeah, you're welcome. You don't know what's happening under the soil. Du weißt nie, was unter der Erde passiert. You plant a seed, Du pflanzt den Samen it's gone. und dann ist es weg. You don't see it again. Du siehst es nicht mehr. And for a long time, it looks like absolutely nothing is happening. Und für lange Zeit sieht es so aus, als ob gar nichts passiert. There's no change on the surface. Es gibt keine Veränderung an der It Oberfläche. just looks like the same lifeless lump of soil that was there last week. Es sieht genauso aus wie das gleiche leblose Stück Erde wie letzte Woche. But you don't know what's unfolding under the soil. Aber du weißt nicht, was sich unter der Erde ausbreitet. I've seen this so many times. Ich habe das so häufig gesehen. I can tell stories, Und ich kann viele Geschichten darüber erzählen. but I'll just tell one. Aber ich werde nur eine erzählen. Our beloved deacon, Paul Fuß. Unser geliebter Diakon Paul Fuß. I asked him if I could tell this story, and he didn't say no. Und ich habe ihn gefragt, ob ich die Geschichte erzählen kann. Er hat nicht Nein gesagt. So I'll take that as yes. Also nehme ich das als Ja. He heard the gospel as a kid. Er hörte das Evangelium als ein Kind. His parents took him to church on Easter and Christmas, Seine Eltern nahmen ihn zur Kirche an Weihnachten und an Ostern, but no growth. aber kein Wachstum. No leaf breaking through the soil. Kein Blatt, das durch die Erde hervorkommt. Then in 1995, Eric Pearson, the first baseball coach of the Atomics, came to Germany. Und dann im Jahr 1995, Eric Pearson, der erste Atomics-Trainer, kommt nach Deutschland And he shared the gospel with Paul. und teilt das Evangelium mit Paulus. He watered that seed. Und er wässert den Samen There's still no visible growth. und immer noch kein sichtbarer Wachstum. Then he went to Easter Ball, which was a Christian baseball camp in Italy. Und dann geht er zu Istanbul, das ist ein christliches Baseballcamp in Italien. And the seed was watered again. Und der Samen war wieder gewässert. Then Rob and I came to Germany. Und dann kamen Rob und ich nach Deutschland. We became friends with Paul. Und wir wurden Freunde von Paul. And we watered and watered and watered. Wir wässerten und wässerten und wässerten. And there was the same lump of soil. Immer noch dieselbe Stück Erde. No real interest in Christ. Kein wirkliches Interesse in Christus. But something was happening under the soil, which we were not aware of. Aber etwas änderte sich unter der Erde, was wir nicht sahen. And after 10 years of watering that seed, Und nach 10 Jahren Wässern von dem Samen he showed up at church one day. tauchte er plötzlich in der Gemeinde auf. And I was like, what are you doing? Here, Paul, what's going on in your heart? Und ich fragte, was ist los, Paul? Was geht in deinem Herzen vor? And he said that he was a believer in Christ now. Und er sagte, ja, ich bin jetzt ich glaube jetzt an Christus. I said, how did that happen? When did that happen? Und ich fragte ihn, wie passierte das oder wann passierte das? I don't know. Ich weiß es nicht. But he became the first member of the NIC and a faithful deacon. Aber er for our wurde church. das erste Mitglied der NIC und ein treuer Diakon. I could tell many more stories like this because you just don't know what's happening under the soil. Und ich könnte noch viel mehr solche Geschichten erzählen und ihr wisst einfach nicht, was unter der Erde geschieht. So don't give up. Deswegen gebt nicht auf. Don't get discouraged. Werdet nicht entmutigt. It may take time, it may take years. Es mag Zeit in Anspruch nehmen, vielleicht sogar Jahre. Years of love and prayer and planting and watering. Jahre des Liebens und Betens und Säens und Wässerns. This is true of your children and grandchildren as well, by the way. Und das trifft auch auf deine Kinder und Enkelkinder zu. Don't get discouraged. Werdet nicht entmutigt. You may not see much interest in their lives for Christ right now. Es kann sein, dass du nicht wirklich Interesse an Christus in ihrem Leben erkennst. But don't give up Aber gib nicht auf, because you don't know what's happening under the soil. weil du nichts weißt, was unter der Erde geschieht. Don't say, well, they're not going to listen to me anyway. It's not going to do anything. Sag nicht, ach, die werden sowieso nicht auf mich hören, das wird sowieso nichts bewirken. Just keep watering in love. Fahr weiter fort mit dem Wässern und mit dem Lieben. Keep that truth of the gospel in front of them. Halte die Wahrheit des Evangeliums vor ihnen. You don't have to have that big conversation every week. Ihr müsst nicht jede Woche diese großen Unterhaltungen haben. You don't have to force them. Ihr müsst sie nicht zwingen. It doesn't work anyway. Das funktioniert sowieso nicht. Just keep watering the seed. Sondern fahrt einfach weiter fort mit dem Wässern. God must do the rest. Und Gott wird den Rest übernehmen. And that leads me to the fourth lesson, Und das führt mich zur 4. Lektion. which is
If it is God who gives the growth and not us, Nur wenn Gott wirklich das Wachstum gibt und nicht wir, we can sow broadly. dann können wir großzügig aussehen. I think sometimes we're a little too controlling in our evangelism. Ich denke, manchmal sind wir ein bisschen wir wollen das Evangelisieren zu sehr kontrollieren. Trying to manipulate the outcome. Wir wollen versuchen, das Ergebnis zu manipulieren. Try not to offend. Wir wollen nicht vor den Kopf stoßen. Find the right timing. Die wollen den richtigen Zeitpunkt erwischen. Wait till you have the right words. Warten, bis wir die richtigen Worte haben. And eventually we find that we've been waiting and waiting and waiting and never speaking. Und letztendlich führt das dazu, dass wir warten und warten und warten und werden niemals reden. And you don't have to be a farmer to know that if you have a field with no seed in it, it's not going to grow. Und du musst kein Bauer sein, um zu wissen, dass wenn du einen Acker hast ohne Samen, darin wird nichts wachsen. We can sow and sow broadly. Wir können säen und großzügig säen. Remember, I love the parable of Jesus and the sower. Ich liebe dieses Beispiel von Jesus von dem Sämann, Right? He says evangelism is like casting the seed. wo er sagt, Evangelisation ist wie den Samen aussäen. And where did he plant the seed? Und wo säte er den Samen? Was he very careful, one at a time, with the right lump of dirt? Hat er so gemacht, dass er den Samen sehr vorsichtig in die Erde gesetzt hat, in die richtige Erde und gleich zugemacht hat? No, he threw that seed everywhere. Nein, er hat diesen Samen überall hingeworfen. Did you notice some lands on the road, some is on the rocks, some's in the thorns, and some is in the field? Und wie ihr wisst, waren manche auf der Straße, manche hinter den Dornen, manche auf den Felsen, manche auf dem Feld. He didn't care where it went, he just threw it out there. Ihm ging es nicht da, oder für ihn spielt es keine Rolle, wohin es fiel, sondern einfach nur, dass es rausging. He wasn't waiting for the perfect timing. Er hat nicht auf den perfekten Zeitpunkt gewartet. Solomon says this in Ecclesiastes 11:4. Salomo sagt so Folgendes in Prediger 11, Vers 4. He who observes the wind will never sow, and he who regards the clouds will not reap. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. In other words, if we're always waiting for the right timing, we'll never plant the seed. In anderen Worten, wenn wir immer auf den richtigen Zeitpunkt warten, werden wir niemals den Samen aussäen. We'll never have that conversation. Wir werden niemals diese Gespräche haben. But you don't have to control it. Don't worry. Aber du musst diese Situation nicht kontrollieren. Just in love, plant and water. Nur in Liebe säen und wässern. Just ask this question. Do you go to church? Frag einfach diese Frage. Gehst du zur Gemeinde? What do you think happens when you die? Was denkst du geschieht, wenn du stirbst? What's your view of religion? Was ist deine Sicht zur Religion? Trust me, that will start a conversation. Glaub mir, das wird eine Unterhaltung beginnen. And don't worry where it goes, because that's not in your hands. Und kümmert euch nicht darum oder macht euch keine Sorgen, wohin das führt, weil das ist nicht in euren Händen. I mean, think about the parable of the sower, if that's normative. Erinnert euch an das Gleichnis eben von diesem Sämann. Wenn das als normativ oder als die Regel angesehen wird, It means that 3/4 of our conversations are going to not produce fruit. dann könnte man sagen, dass 3/4 unserer Gespräche dazu führt, dass keine Frucht entsteht. But if we don't speak, Aber wenn wir nicht reden, that 1/4 will not receive the gospel seed. wird dieses eine Viertel, was übrig bleibt, niemals den Samen des Evangeliums bekommen. So fear not and sow broadly. Deshalb fürchtet euch nicht und sät großzügig. And that brings me to the fifth and last lesson, Und das bringt mich zur 5. und letzten Lektion, which is this. die folgend lautet: The planting season is short. Don't waste opportunity. Die Saison zum Säen ist kurz. Deshalb verpasst nicht die Möglichkeiten. Proverbs 10:5 says this. He who gathers in the summer is a wise son, but he who sleeps in harvest is a son who brings shame. Sprüche 10, Vers 5 sagt: Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn. Wer aber in der Ernte schläft, ist ein Sohn, der Schande macht. Brothers and sisters, this is summer. Brüder und Schwestern, dies ist der Sommer. This is time for our farming work. Das ist die Zeit für unsere Arbeit auf dem Feld. This is the time when we have health in our bones and opportunities. Jetzt ist die Zeit, wenn wir gesund sind und wenn wir Möglichkeiten haben. There's coming cold months. Es kommen kalte Tage. Trust me, my friends, the winter is coming. Vertraut mir, dieser Winter kommt. When we're laid up in hospital beds and unable to speak and unable to move. Wenn wir in Betten im Krankenhäusern liegen und wir sind nicht fähig zu sprechen oder uns nicht fähig zu bewegen. But now is the time for planting and watering.
Aber jetzt ist die Zeit zum Säen und Wässern. Don't sleep during the harvest. Verschlaft die Ernte nicht. I don't want to end my life and come in from the field with a full bag of seed. Und ich möchte nicht mein Leben beenden und vom Feld reinkommen mit einem vollen Sack mit Samen, Which I didn't scatter because I was too afraid, die ich nie ausgeworfen habe, weil ich zu sehr Angst hatte, too distracted. zu sehr abgelenkt. Jesus said in John 4:35, "Look, see, the fields are white unto harvest." Jesus sagt in Johannes 4, Kapitel 4, Vers 35, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Brothers and sisters, the final harvest will come. Brüder und Schwester, die letzte Ernte wird kommen. There'll be great rejoicing. Und es wird dort eine großartige Freude sein. As we're gathered together with other sinners, forgiven by grace to the final banquet of Christ. Wenn wir zusammengesammelt werden mit anderen Sündern, denen vergeben wurde durch Christus und am Bankett sitzen bei unserem König, Don't you want to be a part of that? willst du nicht ein Teil davon sein? Don't you want to have an empty bag of seed when that time comes? Willst du nicht, wenn diese Zeit kommt, einen leeren Sack von Samen haben? Don't you want someone to come up to you in heaven and say, "You spoke to me on the train once and I yelled at you." Willst du nicht das erleben, dass jemand auf dich zukommt im Himmel und sagt, du hast mal mit mir im Zug geredet und ich habe dich angeschrien? But God used that conversation 10 years later to break my heart. Und Gott benutzte aber diese Unterhaltung 10 Jahre später, um mein Herz zu brechen. Thank you. Vielen Dank. Amen. Amen.